Liebe Leute, es geht weiter mit Suzerain und nachdem wir jetzt uns entschieden haben, mehr Schulen im ländlichen Raum zu bauen, müssen wir uns jetzt auch noch mit dem Schulcurriculum auseinandersetzen. Wir treffen uns schon wieder auf Chiara, dieses Mal aber in der Hauptstadt. She had scheduled a short meeting at the Ministry of Education to discuss the current curriculum taught in schools. The ministry building was located in the government district right next to the Ministry of Health. It was tall, narrow and wedge-shaped, like a slightly opened book. Okay. Near the front gate there were many statues of world-renowned scientists and thinkers. The largest, of course, was of Artvin Einstein, the greatest scientist of all time. Okay. Above the main entrance was the familiar inscription Instretendis aginikar af gereina int olla almergewoltene int olla mexis. Education is the premise of progress in all societies and all families. Interessant, dass das über einem Gebäude steht, das offensichtlich, oder an einem Gebäude steht, das offensichtlich unter der sozialistischen Diktatur benutzt / gebaut wurde vielleicht sogar. Inside the building I was greeted by Chiara's assistants. They led me to a meeting room where she was waiting inside. She stood and gripped my hand. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. I will cut straight to the chase. Our progressive reform of the Sordland education system is well underway, but there's one sticking point. It involves evolution versus creationism. Oh Gott, wie weit sind die denn in der Steinzeit noch hier? As it currently stands, schools across Sordland can decide whether to include evolution, creationism or both in their curriculum. Rural schools often decide in favor of creationism only, which puts students at a disadvantage when it comes to entering university. The effect is especially noticeable among young women. My suggestion is to make the teaching of evolution mandatory and preferably ban creationism altogether. Also da geht es um Evolution gegen Kreationismus, das heißt, die Welt ist von Gott geschaffen, tralala, ne? Eins ist gut. I don't agree with teaching our children supernatural nonsense like creationism. Man kann sogar Evolutionstheorie bannen. Was? Also ich bin sofort bei 1. Die Frage ist jetzt, oder ist das überhaupt eine Frage? Ich weiß nicht. Man könnte jetzt opportunistisch argumentieren, dass man den Mittelweg geht und beides macht. Das ist, glaube ich, heute ja auch immer noch der Fall in deutschen Schulen, soweit ich weiß. So viel zu Säkularismus. Dass man beides unterrichtet, um die Konservativen nicht zu sehr zu verärgern, aber ich glaube, diesen Punkt haben wir schon lange überschritten. Von daher das Einzige, was die sinnvolle Antwort hier ist. So ein Unsinn werden wir nicht in der Schule lernen. That's great to hear. It sounds like we are already aligned on the matter. Illusion knocked and entered. Excuse me, some urgent business kept me away. Welcome, Mr. Galate, Mr. President, Miss Walder. Habe übrigens das Gefühl irgendwie, mit der haben wir jetzt ja schon öfter zu tun, dass das Spiel irgendwie nahelegen will, dass man sich ihr irgendwie annähert als Präsident. Weiß auch nicht. Immer so einschmeichlerische Antworten hier dabei. So. Warum bist du zu spät? Oh. The general staff had some concerns about the Rumburg border. I already provided you with a report.
Nothing else. I need to hear some opinions. Chiara frowned. Oh, very well. Continuing from my previous point, it is my conviction that we should require the mandatory teaching of evolution in Sordlands public schools and cut creationism completely out. If we want children from rural areas to have the same opportunities as their urban counterparts, this is the way. This is the way. Opening students' minds and reducing the role of religion in schools will also lead to more equality between young men and women. Miss Walder, don't bring your pet cause into this. Mr. President, there are other considerations you may not have thought about. Although I myself believe in evolution, we must be careful not to alienate our rural conservative voter base. Ja, seht ihr? We owe a lot to their support. Forcing their school districts to teach evolution could irreparably damage our standing with them. Das wäre ja sehr bedauerlich. Every modern nation is reducing or removing creationism in their curriculum. Yet we are supposed to allow schools to promote fundamental and yes, sexist ideas from 1,000 years back. So is that what we are doing now? Copying what other nations are doing instead of paving our own way? Mal, Lucian, ey. If it works, why not? Look at the analysis. It is clear that the superpowers are doing something right. Should we reinvent the wheel, Mr. Gallade? You speak as if we don't import any influences from other countries. That's not what I said, naja. Their voice is starting to get louder and louder. I held up my hands for silence. Silenzio. Ja, jetzt kann man wieder zurückrudern und sagen, wir machen einfach beides. Die dran glauben wollen, die können das tun. Aber alle sollen wissen, dass das Unsinn ist. Können nur Evolutionstheorie machen und Kreationismus aus dem Schulwesen verbannen. Oder Kreationismus ausschließlich lehren. Ich meine, mit der Voterbase hat er natürlich einen Punkt. Es ist jetzt wieder das Zentrum-Peripherie, der Antagonismus oder Agonismus. Ja, wir haben eine relativ ungebildete Landbevölkerung. Wenn wir denen jetzt aufzwingen, sozusagen Religionsunterricht zu streichen, ja, nehmen wir denen das sozusagen weg und die verstehen nicht warum. Und das führt zu Protest und Widerstand und Opposition. Andererseits, all unsere Reformen sind darauf ausgelegt, dass wir den Schritt in die Zukunft gehen, eine liberale, demokratische, solidarische Gesellschaft zu schaffen. Und deshalb bleiben wir bei der Entscheidung Nummer 2, Evolutionstheorie. Thank you. As I said, it's the only way to produce a new generation of thinkers. There are other methods of bringing Sordland forward, ones that don't sever our ties with an entire voter base. Chiara looked me in the eye. It is your decision. Don't forget, future generations of Sordish youth are counting on you. Naja. Immer noch heiß der Kaffee. Gerade den letzten aus der Kanne geholt. Jetzt haben wir nochmal die Entscheidung. Jetzt könnte man das abgeschwächt machen, ne? Also Evolutionstheorie mandatorisch, also das Voraussetzung, das müssen alle machen. Und Schulen, die zusätzlich, sagen wir mal, Religionsunterricht machen wollen, können das machen.
Oder es wird komplett gebannt. Also persönlich bin ich bei 1. Und zwar ganz entschieden. Die Frage ist, können wir das können wir den Backlash in der politisch angespannten Situation verkraften? Oder ist uns mittlerweile alles egal? Stabilität, was ist das? Ja, vielleicht auch eine grundsätzliche Frage natürlich, ne? Religionsfreiheit oder... Ich meine, wir verbieten ja Religion nicht. So ist es ja nun nicht. Das wäre nochmal ein ganz anderer Schritt. Sollen die also in ihren Kirchen da erzählen, was sie wollen? In der Schule hat das nichts zu suchen. In der öffentlichen Bildung, Creationism shall be banned. As your chief strategist, my job is to advise you on the political landscape and I guarantee that this won't do us well. Sagt Lucian. Sometimes there are more important things. Like ideals. Hört. They turned and looked at each other. Lucian lifted his eyebrow and Chiara held his gaze for a couple of seconds. The meeting ended shortly after. Okay. So. Das haben wir durchgesetzt. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus hier, ne? Sehr viele grüne Einflüsse haben wir hier. Wie sieht es bei der Bildung aus? Die Wirtschaft in der bergischen Region stabilisiert sich dank der Investitionen, die wir gemacht haben. Es gibt immer noch ethnische Spannungen dort. Und die Wirtschaft in Angland stabilisiert sich auch aufgrund des Highways. Das sind ja schon mal erfreuliche Nachrichten, auch wenn wir eher dringender als später irgendwie auch mal sehen müssten, dass sich die Wirtschaft dadurch erholt entsprechend. Schauen wir mal, was die Nachrichten schreiben. Fangen wir mal beim Radical an dieses Mal. Big win for science as Rayne forces schools to evolve. Perhaps swayed by the valid arguments of Education Minister Chiara Walder, President Rayne made the decision to ban the teaching of creationism in public schools. Und warum erinnert mich niemand daran, dass hier immer noch gleich geht's los auf dem Bildschirm steht? And make evolution a mandatory part of the curriculum. This switch is a huge step forward for Sordlands rural youth, who have long been at an educational disadvantage compared to their urban counterparts, and a welcome display of clear-headedness from Rayne administration. Die Privatisierung. Sordland Today. Don't let the pro-government elites fool you. Nationalization of Sordland's Big Four corporations would be a disaster for our country. Instead, we advocate for the privatization of state-owned enterprises, Neither Mining and the Swedish State Company. Both companies have grown sluggish from lack of competition. Even private interests taking a minority stake could lead to greater innovation and brighter future. Weiß ja nicht. Und der Holsort Post fordert das Gegenteil. Dann war das sozusagen ein Reaktionsartikel scheinbar. Nationalize the Big Four now. As the debate about privatization versus nationalization intensifies in the capital, the Holsort Post firmly believes that President Rayne should come down on the side of nationalization for all of the so-called Big Four companies, including the currently full private Heart of Sordland and Bergier Steel. Was war Heart of Sordland? They are involved in nearly all industries, but have a monopoly in the media industry.
Genau, Sordisch Broadcasting Corporation ist dabei, die von Konrad Koronti. Genau, das ist die... Okay, das ist das Konglomerat von Marcel Koronti. Der hat schon mal versucht, uns zu bestechen, oder nicht? Naja, zumindest so einen faulen Deal hat er vorgeschlagen. Full nationalization would prevent price gouging and prevent CEOs like Marcel Koronti from consolidating power. But even the government taking minority ownership of both companies would go a long way towards ensuring they act according to state interests. Overblown rights case appealed. Today, the politically motivated and controversial court case by Isheval Erzen has made its way to the Supreme Court to be reviewed. The mayor of Dyer, Felix Bronn, has dismissed the presence of systemic racism in the region of Bergia and accusations against law enforcement, citing that the Bludish are being influenced by the Bludish Freedom Front, who wishes to radicalize the people for their dark aims. Wie passend, das passt so super zu dem Stream, dem ich vorher reingeschaut hatte beim ideologischen Dr. Captain. Da ging es um Polizeigewalt und solche Dinge. All eyes are now on Chief Justice Hawker in the Supreme Court to determine if the case has legal grounds or not. Many justices have already come forward to dispute the claim that the Constitution is not being upheld by the state of Sordland when it comes to the treatment of the Bludish people. Ja, das wird sehr spannend zu sehen sein, ob die Mehrheit um Hawker bröckelt oder nicht. Das ist erstmal davon auszugehen, dass sie den Fall aber abblitzen lassen. Kesero raises the Bludish question. Gott, das ist der Vorsitzende der Nationalen Front, der Rechtsradikalen. Yesterday in the Grand National Assembly, NFP leader Kesaro Kibbener proposed a law that would make Sordish the only language accepted in educational institutions, boldly standing up for Sordish culture and tradition. This law, the Unified Education Language Act, is squarely aimed at the Bludish community whose integration in Sordish society has long posed a problem. Educating children solely in the official language of this country will help cement their Sordish identity and quash the threat of Bludish independence. Ach, geh mal nach Hause, ey. Dyer prepares for Day of Dissension. Naja, die haben ja auch da so religiöse Zentren in Bergia. The city of Dyer is busy preparing for the Day of Dissension, the annual celebration of the founding of Newrity. Though religion plays a smaller role in the Sordish daily life than in years past, the day still holds special importance for many Newrists, thousands of whom have already begun undertaking the pilgrimage to the tomb of Saint Dast. The cathedral in which it is located, Dyer's Ark Sanctuary, is currently undergoing renovations set to be completed in time for the festivities. In accordance with presidential tradition, Anton Rayne will be making an appearance at the event. Muss das sein? Aber ich bin mal gespannt, was wir da für Optionen bekommen. Könnte auch wieder ein Ziel für einen Angriff sein, ne? Wenn wir davon vor dem Hintergrund der politischen Instabilität, da wir sehen hier, dass das Projekt fortgeschritten ist, könnte das ein Ziel für einen terroristischen Angriff sein. Mal sehen. Also, read the report from Benfi. Head of Teachers Association of Sordland resigns. After the implementation of the new curriculum, which banned creationism from schools, the head of the Teachers Association of Sordland, along with 8 out of 12 members, have resigned in protest. Following suit, teachers and principals from various schools in Benfi have also left their jobs. Approximately 1,600 teacher positions are expected to be refilled in nearby regions. Ja, krass, ne? Das ist der konservative Backlash schon mal im Bildungssystem an sich. 1600.
Okay. Wirtschaftsreport von Walgen is suffering the effects of the economic recession, with unemployment spiking and many small businesses shuttering. The larger agricultural concerns are expected to announce a wave of layoffs as sales slow. Ah, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Ist hier oben eigentlich mal neue Berichte? Ich würde ganz gerne mal mit Walksland hier irgendwie ins Gespräch kommen. Government of Bergia reports results. Reports that the investment provided by the government has been put into use via various programs for new companies and technology fairs. The opportunity has led to an increase in overall entrepreneurship in the region and revitalized the economy of Bergia, further increasing trade with nearby countries and regions. Schick, 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 schick. Oh, es gibt einen Bericht aus WLAN. Jetzt habe ich aber... bin ich besorgt? A mixed success. WLAN President Viktor Smolak is drawing his operations against the Bluish Freedom Front to a close. The consensus is that while WLAN's army went a long way towards neutralizing the Bluish threat, there were many preventable casualties. Ja, das war ja wohl das Ziel, ja? Furthermore, despite WLAN's best efforts, not all hideouts have been eradicated, and anti-Smolak sentiment is at an all-time high among the remaining insurgents. Mal gespannt, wie sich die Situation dann weiterentwickelt, ob es jetzt Gegenschläge geben wird, die vielleicht auch aus Bergia herausgeführt werden durch die Bluish Freedom Front. Und wir bekommen als nächstes einen Bericht über dieses blöde Sprachgesetz, das wir auf jeden Fall nicht durchsetzen werden. Wir können Lobbying-Efforts machen, um die Versammlung auf unsere Seite zu ziehen. Das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.